Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich werde euch heute ein Bild in der Rakeltechnik malen und starte zunächst ganz gewohnt mit einem Hintergrund, diesmal aus 3 Farben, Titanweiß, Winsor Violet und Burgunderrot, die ich dann mit Hilfe eines sehr breiten Flachpinsels auf der Leinwand direkt vermische. Meine Leinwand liegt übrigens absichtlich so schräg auf meinem Arbeitstisch, denn wie sagte Einstein schon sinngemäß, wer immer das Gleiche tut, wie kann er denn dann ein anderes Ergebnis erwarten? Nachdem ich meinen angemischten Fliederfarbton mit dem Föhn einmal vollständig getrocknet habe, trage ich zunächst als erste Farbschicht eine Komplementärfarbe zu Lila auf. Und zwar verwende ich hier das Azugelb Mittel. Durch die absichtlich schräg gelegte Leinwand ergeben sich natürlich bei meinem Rakelwerkzeug ein paar offene Kanten und dort wird dann die Farbe an der Leinwand abgestriffen und das zeige ich zwar jetzt hier im Video nicht, aber ich nehme immer mal wieder ein Malmesser, um dann den Rand von der überschüssigen Farbe zu befreien. Als nächste Farbschicht suche ich mir das Reflex Orange heraus, welches ja eine sehr warme Farbe ist. Und ich finde, diese Farbschicht harmoniert wunderbar mit den beiden bereits auf der Leinwand schon befindlichen Farben. Mit der nächsten Farbschicht, dem Titanweiß, mildere ich die Farbintensität auf der Leinwand etwas ab und dadurch, dass ich die Schichten nass in nass arbeite, tauchen auch zum ersten Mal die Farbschlieren auf und auch die ersten Inseln stellen sich langsam ein. Als Kontrast zu den bisher aufgetragenen Farben, wenn man jetzt einmal von dem Titanweiß absieht, trage ich jetzt das Türkisblau auf und dabei haben wir es mit einer sehr kalten Farbe zu tun, die sich aber ganz wunderbar mit dem Azugelb Mittel zu einem frischen, farbigen Grün vermischt. In Anlehnung an Gerhard Richters Rakeltechnik greife ich jetzt zu einem kleinen Werkzeug, mit dem ich Farbschichten wieder von der Leinwand herunternehmen kann. Und dadurch ergeben sich völlig abstrakte Formen auf der Leinwand, die ich im nächsten Schritt wieder ein bisschen zurücknehme. Wer sich für die Materialien und Werkzeuge, die ich verwende, interessiert, der schaut bitte in die Videobeschreibung, die von YouTube inzwischen relativ gut versteckt wird. Jedoch führe ich da alle Produkte auf, die ich im Internet gefunden habe, die ihr bei euch vor Ort oder als ähnliche Produkte im Internethandel erwerben könnt. Nachdem die zuletzt aufgetragenen Farben für ein etwas kühleres Ambiente auf der Leinwand gesorgt haben, greife ich jetzt zu der schönen, warmen roten Farbe Naphthol-Rot Mittel, die ich allerdings mit der Perlfarbe Perlweiß kombiniere. Das Perlweiß sorgt dafür, dass ein leichter metallischer Unterton auf der Leinwand erscheint, der jedoch natürlich nicht so dominant ist wie das Naphthol-Rot Mittel. Im ersten Augenblick wirkt das Naphthol-Rot Mittel, als würde es alles auf der Leinwand zudecken, aber ich habe ja eine Idee, die sich nach und nach mit dem Bildaufbau beschäftigt und so muss ich mir zunächst einmal eine Farbschicht schaffen, von der ich dann Farbe wieder abnehmen kann. Jetzt benutze ich mein Rakelwerkzeug dazu, Farbe von der Leinwand wieder abzunehmen. Wenn ihr das macht, achtet bitte darauf, dass ihr das Werkzeug
zwar steiler stellt, aber nicht mit den scharfen Kanten des Werkzeugs in die Leinwand geratet. Es kann sein, dass die Leinwand dadurch Schaden nimmt. Ich kratze jetzt auch noch mit meinem kleinen Rakelwerkzeug ein paar Farbspuren in die Leinwand. Und wenn ich das jetzt in dem Video betrachte, wie das Bild zu diesem Zeitpunkt aussieht, hätte ich es auch schon einfach trocknen lassen können. Als ich das Bild jedoch gemalt habe und zu diesem Zeitpunkt so vor mir gesehen habe, war es mir zu farbintensiv. Und um das wieder etwas zu beruhigen, habe ich nochmals zu dem Titan Weiß gegriffen. Und jetzt passiert etwas aufgrund der vielen Farbschichten, die nass in nass auf diese Leinwand aufgebracht worden sind, was in der Rakeltechnik typisch ist. Ich bekomme so ein paar Abrisse mitten in der Farbschicht, was nur passiert, wenn die Farbe wirklich noch nicht angetrocknet ist. Wichtig ist es, zwischendurch immer mal wieder zu experimentieren, auch wenn man das Zwischenergebnis an dem Bild nachher nicht mehr sehen kann, denn sonst könnte man sich auch nicht weiterentwickeln. Also ich zeige euch ja auch zwischendurch Bilder oder Maltechniken, die euch inspirieren sollen, etwas auszuprobieren, etwas weiterzuentwickeln. Und ich finde es sehr schön, wenn ihr auch Fragen dazu stellt, denn auch dadurch kann ich wieder etwas lernen, etwas in meine Videos einbauen oder etwas in meine Bilder einbauen und davon profitieren wir dann letzten Endes alle. Das schöne Reflex Orange liegt jetzt sehr weit unten unter den Farbschichten. Es guckt hier und da noch ein wenig durch, aber ich finde es so schön, dass ich es jetzt nochmal auf der obersten Farbschicht haben möchte. Ich fange jetzt auch an, Akzente zu rakeln, sodass das Reflex Orange meine letzte Farbe sein wird, die ich auf dieses Bild auftrage. Schön ist auch der Kontrast zwischen dem Reflex Orange und dem Türkisblau. Allerdings muss man wissen, wenn die beiden sich mischen, dass wir dann dort so viel Farbpigmente von allen drei Grundfarben enthalten haben, dass das Ganze auf ein grünliches Grau hinausläuft. Wenn einen das nicht stört, ist das völlig okay, dass an dieser Stelle die Leuchtkraft auf dem Bild zurücktritt. Das kann ein sehr reizvoller Kontrast sein, vor allen Dingen dann, wenn ich Reflexfarben auf meinem Bild einsetze. Die Kamerafahrt über das noch nicht getrocknete Bild zeigt mir Stellen, an denen ich bis auf die Grundfarbe hinunter gucken kann, teilweise in einzelne weitere Farbschichten. Ich kann sehen, wo ich mit dem Rakelwerkzeug Kratzer in die Leinwand gemacht habe, wo ich Farbe zurückgenommen habe und wie sich das Bild als Gesamtheit jetzt präsentiert. Im getrockneten Zustand kann ich jetzt erkennen, dass die Acrylfarben wesentlich dunkler aufgetrocknet sind, als wenn sie frisch aus der Tube oder aus der Flasche kommen. Ich finde es so super schön, dass ich die Struktur der Leinwand noch erkennen kann und speziell bei diesem Bild scheint auch noch etwas von dem metallischen Glanz der Perlfarbe hindurch. Zum Abschluss zeige ich euch einmal, wie das fertige Bild aussieht, wenn es an der Wand hängt und von einer schönen Lichtquelle angestrahlt wird. Ich bin jetzt keinesfalls mehr traurig, dass ich den Zwischenschritt mit der roten Farbe und dem anschließenden Abkratzen nicht behalten habe, sondern dieses Bild macht mich richtig glücklich, wenn ich es an der Wand sehe. Und ich finde, es hat eine so schöne Leuchtkraft,
dass ich mich freue, an der Stelle einfach weitergemacht zu haben. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über ein Like für dieses Video von dir. Kommentare sind auch herzlich gern willkommen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.